mich einfach, sag mal, habt ihr eigentlich so viel Angst vor Menschen, die nachdenken, die Fragen stellen und die ihre Meinung sagen? Ich komme mir manchmal vor wie in einem schlechten Science-Fiction-Film. Hier werden Gelder ausgegeben, das sind unsere Gelder, wir werden aber nicht gefragt. Ja. Und ich frage mich, wer das alles jemals zurückzahlen soll. So, heute Demo in Plauen und bin ich mal richtig gespannt, wie das wird. Die machen heute was ganz Besonderes und ja, lass uns mal schauen. Auch will ich mal sehen, ob wir irgendwie ein paar Ideen zusammenbekommen, was wir vor allen Dingen tun können, wie wir uns zusammenschließen können, wie wir Netzwerke bilden können und bin schon richtig gespannt. So, hinter mir findet gerade die Demonstration in Plauen statt und man sieht natürlich auch schon wieder, das sind wieder total Radikale, das sind überhaupt keine normalen Menschen. Na? Ich meine, das Thema hatten wir ja schon mal, aber nur noch mal zum Beweis. Vor allen Dingen fahren die dann immer solche radikalen Autos, die so total gefährlich aussehen. Vor allen Dingen mit solchen radikalen Aufsprüchen wie Frieden. Da muss man schon Angst vor bekommen. Das ist schon sehr gefährlich. Peter. So, warte, wir machen es so rum. Nico. Servus. Ich sehe, du hast hier deinen schönen Koffer mit dabei. Der ist leer, gell? Und es soll so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass die ganzen Reisen jetzt gar nicht mehr so möglich sind und so weiter. Und erstmal vielleicht kurz, was treibt dich heute hierher? Wir waren jetzt immer so dabei, bei jeder Demo. Und diese Zustände sind nicht halt, irgendwas muss man tun, wenn es auch nicht viel ist. Was können wir tun, um die Leute mehr aufzuwecken oder um den Leuten zu zeigen, hey, vielleicht ist hier irgendwas doch nicht so, wie es uns immer weiß gemacht wird? Wird man nicht viel tun, solange es den Leuten gut geht, wird nichts passieren. Und jetzt wird die Mehrwertsteuer gesenkt und Kinderzulagen, das ist für viele wieder gut. Corona, oh Corona! Gerade soll man immer denken und stets der Politik Vertrauen schenken. Doch was ist, wenn man denkt verquer? All die großen Welterfindungen, wo kommen die denn alle her? Sie dachten schräg und sie dachten quer. Mit ihnen kam der Wohlstand her. Und hätte Aristoteles und Magellan gerade ausgedacht. Wie viele wären wohl noch heute von des Globus Scheibe gekracht? Seid kritisch und informiert euch selbst, ihr Menschen. Und hört nicht auf, auch quer zu denken. Corona, oh Corona! So, Andrea, hallo. Was hat dich denn heute hierher getrieben? Mich hat es hierher getrieben, weil ich was verändern will. Ich habe Kinder und Enkelkinder und ich finde, dass die Maßnahmen, die getroffen werden, einfach nicht recht sind. Und wenn man was sagt, dann wird man immer in die rechte Ecke gestellt. Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Und sowas kann ich einfach nicht dulden. Das ist nicht in Ordnung. Du siehst auch absolut rechtsradikal aus. Ja, Mit diesem eben, rechtsradikalen Vogel hier vorne drauf. Der könnte ja beißen. Na, also So genau ist so ist es. Ich komme mir manchmal vor wie in einem schlechten Science-Fiction-Film. Hier werden Gelder ausgegeben, das sind unsere Gelder. Wir werden aber nicht gefragt. Ja. Und ich frage mich, wer das alles jemals zurückzahlen soll. Wir werden das nicht mehr schaffen. Ich gehe jetzt bald in Rente, aber da muss man auch Angst haben. Und wenn ich sehe, was ich für Rente kriege, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, da wird es uns heiß und kalt. Und wenn ich dann sehe, was die da oben sich in ihre Taschen stopfen, also Entschuldigung, da müsste ich mich schon fast übergeben. Diese Mehrwertsteuer, das ist doch ein Witz. Wenn man da mal drüber nachdenkt, was bringt einem das eigentlich nichts? Du meinst, weil wir das irgendwann wieder zurückzahlen müssen? Sowieso, ja, auf jeden Fall. Und auch die Firmen, die haben doch mehr Aufwand, wenn sie jetzt alles umstellen müssen, als das, was ihnen die Mehrwertsteuer was nützt. Das ist doch alles nur so ein bisschen aus den Ärmel geschüttelt. Ja. Ich finde das nicht in Ordnung. Für mich ist das alles Lug und Trug. Und mittlerweile glaube ich auch, dass das System irgendwie ein bisschen nicht mehr richtig funktioniert. Da ist viel im Argen und jetzt will man das alles der Corona in die Schuhe schieben. Servus, du bist da? Ich bin der Thomas Karten, Thomas, Inhaber servus. von Kartenreisen. Ja. Und seit dem 17. März bin ich kaltgestellt, habe Berufsverbot, Arbeitsverbot. Es wurde von der Bundesregierung
gesagt, Schluss. Am 16. März wurde von Frau Merkel verkündet, Reisebusreisen dürfen nicht stattfinden und damit waren wir eingesperrt. Wir durften nicht mehr und es war im Prinzip von einem Tag auf den anderen der gesamte Umsatzverlust. Von 100 auf 0. Ich habe diese 137.000 € Umsatz im Prinzip sind weggebrochen. Wir haben Betriebsausgaben, auch in der Zeit, wo wir komplett standen, wo alles abgemeldet waren, von knapp 4.000 €. Wir haben jetzt, wo es ja seit 14 Tagen wieder anlaufen darf, rund 8.000 € Ausgaben jeden Monat, aber keine Einnahmen. Da ist noch nicht mal jetzt für mich ein Unternehmerlohn dabei, weil von irgendwas müsste ich ja theoretisch auch noch leben. Aber ich habe noch was zuzusetzen. So, seit 14 Tagen dürfen wir wieder fahren in Sachsen. Es gelten in jedem Land momentan noch verschiedene Hygieneregeln. Also in Sachsen darf ich fahren, in Thüringen darf ich nicht fahren, in Sachsen-Anhalt mit 6 Personen, in Niedersachsen wieder nicht, in Hamburg wieder mit Maske, in Sachsen darf ich mit Maske fahren. Es geht praktisch nicht. 8 Stunden mit Maske im Bus, dann im Hotel mit Maske und am Strand liege ich in Badehose und Maske, weil der Mindestabstand nicht gewährt kann. Ist das Urlaub, will ich dafür Geld bezahlen? Ich kann den Kunden verstehen, aber ohne den Kunden kein Geld. Der Sommer ist Geschichte. Was müsste deiner Meinung nach geschehen, damit du und du bist ja mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der einzige Busunternehmer, der 3.500. Betrifft es in Deutschland 10.000 Reisebusse, die also nur im Reiseverkehr fahren, die alle das gleiche Problem haben. Aus dem Grund haben wir auch die Vereinigung gegründet, um mit den Verbänden noch einmal Druck zu machen. Aus dem Grund sind wir ja auch alle 14 Tage fast in Berlin zur Demonstration. Jetzt am Mittwoch die größte mit über 1.000 Bussen. Weil Kredite helfen uns nicht, die muss ich zurückzahlen. Ich kann den Bus nicht zweimal am Tag fahren lassen, das funktioniert nicht. Und wir brauchen Hilfe. Und Verbände haben Umfragen gemacht, und ich habe es vorhin ja auf der Demonstration mitgesagt, die haben Umfragen gemacht, 50% würden wieder Bus fahren, und die anderen 50% fehlen. In diesem und im nächsten Kalenderjahr. Also, das heißt 50% Umsatzeinbruch dieses Jahr für diese Saison, für alle. Ja? Und zusätzlich diesen Stopp, den man jetzt 2 Monate lang hatte, das ist überhaupt nicht gefahren. Den wir ja im Prinzip aus der eigenen Tasche bis jetzt finanziert haben. Das heißt, du sagst sozusagen, wenn einmal dieser Lockdown und wenn ich jetzt meine Arbeitstätigkeit nicht mehr ausführen kann, meine Kunden zu ihren Reisezielen zu bringen, dann gibt mir doch wenigstens die Möglichkeit zu überleben und schneidet mir nicht einfach die Luft ab. Ja. Wir brauchen Hilfe. Sehr viele verschiedene Meinungen, oder? Auf der einen Seite, hey, wer soll das alles bezahlen, die Steuersenkungen, die Hilfspakete und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmer, die um ihr Überleben kämpfen, die sagen, hey, wir brauchen Hilfe, die auch um das Überleben ihrer Mitarbeiter kämpfen. Und weswegen das alles? Wegen einem Virus, der dieses Jahr in Deutschland weniger Todesopfer gefordert hat als die normale Grippe, der insgesamt eine Tötungsrate hat, die ungefähr genauso ist wie eine normale Grippe, vielleicht ein bisschen schlimmer, aber auch nicht sehr viel mehr. Ich meine, ihr müsst mir nicht glauben, ihr braucht niemanden glauben, der da auf irgendeine Demonstration geht. Dann glaubt aber auch nicht das, was ihr den ganzen Tag in dieser viereckigen Kiste seht. Macht eure eigenen Untersuchungen, holt eure eigenen Informationen, geht ins Internet. Und ich verspreche euch wird die Kinnlade runterfallen bei dem, was ihr da alles findet. Und wer zu faul dafür ist, seine eigenen Informationen zu suchen, dann müsst ihr wohl meinen Kanal abonnieren, denn ich mache bald ein Video darüber. Wir gehen da mal auf alles ein, auf den Virus, auf das ganze Finanzzeugs. Bill Gates kommt da auch noch ein bisschen mit drin vor. Bin schon fast fertig, seid gespannt darauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten, am besten 2-mal drücken, um sicher zu gehen. Und gebt mir ein bisschen Feedback in den Kommentaren, was kann ich noch verbessern, was würdet ihr gerne mal sehen. Ich werde mich jetzt sehr viel darauf fokussieren, was wir überhaupt tun können. Wir werden jetzt ein Netzwerk aufbauen von den ganzen Demonstrationen und von Unternehmern und so weiter. Also wir gehen jetzt richtig nach vorne. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ach so, und danke fürs Anschauen. Schau dich um, wir kriegen nie genug. Wie soll es anders sein? Das ist unser